Hi und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mir besonders am Herzen liegt und wo ich auch meine persönliche Erfahrung gemacht habe. Es geht um Einsamkeit. Warst du schon mal einsam oder bist du einsam? Ich denke, dass einige jetzt mit Ja antworten. Ich glaube, viele kennen das Gefühl der Einsamkeit. Ich werde heute über meine persönliche Geschichte erzählen und auch darüber reden, wie ich damit umgegangen bin und vor allem, wie man unabhängiger wird. Was ist Einsamkeit? Einsamkeit ist für mich ein Gefühl, das schwer zu beschreiben ist. Es ist subjektiv, es ist facettenreich und niemand ist davor geschützt. Einsamkeit ist wie eine Seite in einem Buch, der nur ihr Autor lesen kann. Ich denke, dass viele Menschen glauben, wer einsam ist, ist alleine. Aber das ist nicht korrekt, denn einsam kannst du dich auch in einer Ehe fühlen, in der Partnerschaft, in der Familie, in einer Freundschaft, im Job. Es kommt also gar nicht so wirklich darauf an, wie viele Menschen du in deinem Umfeld hast, sondern welche Qualität deine zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Weil was bringt es dir, wenn die Menschen sich nicht wirklich für dich interessieren? Einsamkeit. Wir Menschen empfinden in der Regel Einsamkeit, wenn unsere sozialen Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Sprich, wenn du einen Partner hast, mit dem du nicht offen reden kannst, obwohl es ein Bedürfnis für dich ist, kann es natürlich passieren, dass du irgendwann einsam bist, dass du dich nicht mehr wohlfühlst. Man fühlt sich unwohl oder nicht willkommen und ja, es gibt auch Menschen, die alleine und einsam sind, aber alleine sein kann ich lenken. Also Menschen, die sich bewusst für das Alleine-Sein entscheiden, sind nicht unbedingt einsam. Ich bin Ende 30, also ich bin 38 Jahre alt und kann definitiv den Unterschied zwischen Alleine sein und Einsamkeit erkennen. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich mit der Einsamkeit konfrontiert. Ich war 13 und bin sehr stark gemobbt worden und das über ein Jahr, also bis Ende der Schulzeit. Alle wussten davon, meine Eltern, Mitschüler, mein Umfeld, meine Lehrer. Es hat keiner eingegriffen. Ich lag auf dem Boden, meine Lehrer sind an mir vorbeigegangen. Ich hatte Angst, ich habe die Schule geschwänzt. Die einzige Sorge war, wie gehe ich wieder zur Schule? Ja, meine Mutter hat sich darüber Gedanken gemacht, wie ich wieder zur Schule gehe. Und mein Lehrer war nicht so gut drauf, ne? Also klar, mein Lehrer fand das nicht toll, aber es hat sich keiner gefragt, warum ich das tue. Ja, und das mit 13. Ich war sehr einsam. Ich war wirklich sehr einsam und ich konnte mit niemandem sprechen. Ich habe es einmal versucht und das wurde abgelehnt oder es kam nicht gut an. Das Gefühl der Einsamkeit und der Hilflosigkeit haben mich lange begleitet. Also ich muss wirklich sagen, dass ich auch Jahre später mich damit beschäftigt habe und auch darüber gesprochen habe, weil ich mich auch sehr jung empfand mit 13 und ich musste Hauptsache, also noch, wenn ich mich daran erinnere, es ist okay, ich habe mich damit abgefunden, ich habe damit abgeschlossen und es gab tatsächlich auch ein paar Schüler, die sich bei mir im Nachhinein entschuldigt haben. Also es war für viele wohl dann doch unangenehm am Ende, ne? Oder viele haben sich dann doch nicht so gut dabei gefühlt. Das war wirklich das einzige Mal, wo ich so hart mit der Einsamkeit konfrontiert worden bin. Und es ist auch schwer wieder rauszukommen, denn es nagt am Selbstwert, du fühlst dich nicht gut genug und vor allem traust du niemandem mehr. Ne? Du hast keine Lust mehr, du bist nicht mehr motiviert, du musst wieder aus der Komfortzone und das ist nicht einfach, finde ich. Also für mich war es nicht einfach. Ich bin der Meinung, jeder, der aus der Einsamkeit rauskommen möchte, muss etwas unabhängiger werden und vor allem das Mindset ändern. Zum Beispiel, wenn ich zu Hause bleibe und niemandem mehr traue, jetzt kommt das, ne, niemandem mehr traue und der Meinung bin, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind böse, werde ich vermutlich keine neuen Kontakte knüpfen oder ich werde niemals neue Menschen kennenlernen können. Es ist völlig normal, dass man Menschen im Leben trifft, mit denen man vielleicht etwas verbundener ist oder mit denen man sich etwas verbundener fühlt und dann kommen Menschen in deinem Leben, die sind schneller weg, als wie sie A sagen, ja, und trotzdem sollte die Ablehnung dich nicht daran hindern, neue Menschen kennenzulernen. Ich finde,
Es ist wichtig, offen zu sein, offen und neugierig, immer wieder offen ins Gespräch zu gehen. Negative Erfahrungen merken wir uns einfach viel besser als positive. Aber was ist, wenn sich dein Gegenüber auch nicht traut? Ja, er traut sich nicht oder sie traut sich nicht, wie auch immer. Einer muss ja den ersten Schritt tun. Und warum nicht du? Außer ein Nein kannst du ja nicht bekommen. Also es geht ja nicht mehr. Und ich habe so echt schon lustige Erfahrungen gehabt. Und vor allem sollte man sich wirklich interessieren. Also ich finde, wir Menschen suchen alle etwas Aufmerksamkeit, oder wenn wir ins Gespräch kommen, wollen wir ja nicht das Gefühl haben, wir reden mit der Wand. Keiner möchte irgendwie so eine Ja-Flöte neben sich haben. Also das Interesse sollte schon ehrlich sein. Und ich finde, so kann man auch Gemeinsamkeiten herausfinden. Jeder möchte mal ein offenes Ohr haben. Jeder braucht diese Aufmerksamkeit. Und jeder möchte auch etwas aus seinem Leben mal erzählen, ohne dass nur Ja gesagt wird. Der absolute Gamechanger war bei mir, dass ich mich doch etwas unabhängig gemacht habe, dass ich mich von der Idealvorstellung verabschiedet habe. Es gibt Menschen, die sind der Meinung, dass du gewisse Dinge nicht alleine machen kannst. Ne? Es gibt Dinge, die macht man eben in einer Gruppe oder zu zweit. Und ich bin ganz ehrlich, es gibt niemanden in meinem Umfeld, der so reisen würde wie ich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache es alleine. Und bin aus meiner Komfortzone raus mit viel Überwindung, aber ich habe es am Ende nicht bereut. Also definitiv nicht, auch wenn es Situationen gab, die ich nicht nochmal so machen würde. Aber dennoch, ich hatte hinterher ein gutes Gefühl, dass ich mich getraut habe. Ich hatte Mut, es zu machen. Ja, manchmal hilft es, aus der Komfortzone rauszugehen, mutiger zu sein und vor allem sich von irgendwelchen Glaubenssätzen verabschieden, die einen sowieso nur ausbremsen. Ich bin der Meinung, es ist natürlich alles ein Prozess und es ist so leicht und locker gesagt. Manches kann man sich nicht aussuchen, wie zum Beispiel die Eltern. Die Eltern sind da. Aber ich bin der Meinung, wenn man die richtigen Menschen in seinem Leben hat, also sprich mit Menschen oder Menschen kennenlernt, mit denen man sich verbundener fühlt als mit den Eltern, ist das auf jeden Fall einfacher. Das ist ein Upgrade. Lasst mir gerne mal eure Gedanken zu diesem Thema da. Also das würde mich mal interessieren. Ich habe heute eine sehr persönliche Erfahrung geteilt und kann euch nur den Tipp geben, seid mutig und seid offen. Verliert nicht eure Offenherzigkeit oder euer Lebensmut, ne? Lebensmut kann man so sagen, ja. Ich weiß, das Thema war heute out of topic, aber trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald, tschüss!